Good morning, and good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So you can see why I'm delighted to send him to you now. Vers 28. Ihr könnt also sehen, warum ich erfreut bin, ihn jetzt zu euch zu senden. I know that you are anxious to see him Ich weiß, dass ihr ihn unbedingt sehen and rejoice in his healing. und euch an seiner Heilung erfreuen wollt. And it encourages me to know how happy you will be to have him back. Und es ermutigt mich zu wissen, wie glücklich ihr dann seid, ihn wieder bei euch zu haben. There's so much deep truth in this one single verse. Es steckt so viel tiefe Wahrheit in diesem einen Vers. So look, the first thing Paul says is this, Das Erste, was Paulus sagt, ist, that he's delighted to send this guy to them. dass er sich freut, diesen Mann zu ihnen zu schicken. How come? Wieso? A fellow brother? Einen gemeinsamen Bruder? A fellow minister? Einen Mitdiener? Fellow soldier? Einen Mitstreiter? Guy on my side that is super important? Jemand an seiner Seite, der sehr wichtig ist? Hey, Epaphroditus, no, you're not going to Philippi. Nein, Epaproditus, du gehst nicht nach Philippi. Remember, I need you here. Denk dran, ich brauche dich hier. God put you on my side. Gott hat dich mir zur Seite gestellt. Sorry, now you can't go. Sorry, jetzt kannst du nicht gehen. Paul was delighted to send the guy that was so close to his own heart. Paulus war erfreut, jemanden zu senden, der ihm so sehr am Herzen lag. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Are you holding on to people and don't release them to bless others? Hältst du an Menschen fest und setzt sie nicht frei, damit sie anderen zum Segen sein können? You know, Debbie is an incredible woman. Debbie ist eine unglaubliche Frau. And I mean, it is amazing how much she sacrificed to let me go to bless others. Es ist unvorstellbar, wie viel sie geopfert hat, um mich gehen zu lassen, um andere zu segnen. Many years ago, Vor vielen Jahren I did not want to enter another airplane and go to some other country. wollte ich in kein Flugzeug mehr steigen und in ein anderes Land reisen. I lived in America Ich lebte in Amerika and I was supposed to go to Poland und sollte nach Polen fliegen and I was gone several weeks from Debbie. und für einige Wochen von Debbie getrennt sein. And I said to her, you know what, I'm going to cancel this trip. I really don't want to go. Ich sagte zu ihr, weißt du was, ich sage die Reise ab, ich möchte nicht weg. And you know what she said to me? Weißt du, was sie antwortete? She said, you are going. Sie sagte, du gehst. And then she said this, Und dann sagte sie, there are husbands who leave their wives in the American army or military, es gibt Männer in der amerikanischen Armee, sometimes for many, many months. die ihre Frauen manchmal viele Monate lang nicht sehen. They do it to serve the country. Sie machen das, um ihrem Land zu dienen. She said, we do this to serve Jesus. Go. Wir tun es, um Jesus zu dienen. Also geh. You see, and this is the attitude that Paul had. Das ist die Einstellung, die Paulus hatte. He didn't hold on to his close partner and controlled his life. Er hing nicht an seinem engen Gefährten oder kontrollierte sein Leben. He even said that I am delighted. Er sagte sogar, dass er sich freut. Delighted to let the guy go? Er freut, den Mann gehen zu lassen? Yes. Ja. Why? Warum? Because I know that you are anxious to see him and rejoice in his healing. Ich weiß, dass ihr ihn unbedingt sehen und euch an seiner Heilung erfreuen wollt. So these people were anxious, really wanted to see that he's healed so that they can rejoice. Diese Leute haben also sehnlichst gewartet und wollten unbedingt sehen, dass er geheilt ist, damit sie sich darüber freuen konnten. So Paul says, I'm so delighted that I can spare him probably for many months or even maybe longer. Paulus war also erfreut, dass er ihn mehrere Monate oder länger entbehren konnte. Because it took a long time to travel from one place to the other. Denn die Reise dauerte damals sehr lang. Paul said, because of you guys, I'm literally delighted to let him go. Paulus sagte, wegen euch freue ich mich wirklich, ihn gehen zu lassen. Let me ask you a question. Lass mich dich etwas fragen. Are you delighted that when the people are close to you go to bless others? Freust du dich, wenn dir nahestehende Menschen weggehen, um ein Segen für andere zu sein? Or are you holding on to them? Oder hältst du sie fest? Have you released everybody that God joined to you Hast du jeden, den Gott dir zur Seite gestellt hat, freigesetzt, so that they could go and bless others? dass sie gehen und andere segnen können? Or do you insist that they belong to me, they're going to stay with me? Oder bestehst du darauf, dass sie zu dir gehören und bei dir bleiben?
Guys, always remind yourself that you are not the owner of anything, not even of your own life. Erinnere dich immer wieder daran, dass du nicht Eigentümer von irgendetwas bist, nicht mal von deinem eigenen Leben. You are just a steward of every person, every money, everything, and your ministry and your life. Du bist nur Verwalter, sei es von Personen, Geld, einem Dienst oder deinem Leben. So if I steward people, Wenn ich Verwalter von Menschen bin, I have to steward these people very carefully and very well. dann muss ich das sehr bedacht und gut machen. And to hold on to people for your own selfish and personal reason is a very bad steward. Und aus egoistischen Gründen an Menschen festzuhalten, ist sehr schlechte Verwalterschaft. So the Lord has taught me to live with open hands Der Herr hat mich also gelehrt, mit offenen Händen zu leben and to delight myself. und mich zu erfreuen. You know, here in our ministry, Hier in unserem Dienst one of the closest family to my heart zieht eine der mir am nächsten stehenden Familien is moving away. ziemlich weit weg. And we had a conversation today. Wir hatten heute ein Gespräch And I said, und ich sagte, I'm so delighted that you can move to the other city because it's going to be better for you and your family. ich freue mich so, dass ihr in die andere Stadt ziehen könnt, denn das ist besser für euch und eure Familie. Are you living that way? Lebst du auf diese Weise? Can you actually be delighted to let people go because they do other people good? Kannst du dich wirklich freuen, Menschen loszulassen, weil sie anderen gut tun? If you're not, you really need to change this. Falls nicht, solltest du das wirklich ändern. And it encourages me to know how happy you'll be to have him back. Und es ermutigt mich zu wissen, wie glücklich ihr dann seid, ihn wieder bei euch zu haben. So even though Paul was close, Obwohl Paulus ihm nahe stand, very close to this man, wirklich mit ihm verbunden war, beloved brother, fellow server, als geliebten Bruder, Mitdiener, fellow soldier, Mitstreiter, stands faithfully on my side. der treu an seiner Seite war, He said, but others need to be blessed by him too. sagte er, andere müssen auch durch ihn gesegnet werden. I'm so delighted that he can go back to where he came from. Ich freue mich so, dass er zu euch zurückkehren kann. We have to stop controlling people. Wir müssen aufhören, Menschen zu kontrollieren. At the beginning of my marriage, God said to me, Am Anfang meiner Ehe sagte Gott zu mir, Debbie does not belong to you. She is my daughter. Debbie gehört nicht dir, sie ist meine Tochter. I've loaned her to you for some years walking on this earth, but she never belonged to you, not even when you got married. Ich habe sie dir für die Zeit hier auf der Erde ausgeliehen, aber sie gehörte dir noch nie, nicht mal durch eure Hochzeit. She's always been mine. Sie gehört schon immer mir. Why do we hold on to people? Warum klammern wir uns an Menschen? Because we have not learned from Paul that the right heart is to live with open hands. Weil wir nicht von Paulus gelernt haben, dass das richtige Herz ist, mit offenen Händen zu leben. If other people are blessed, then let everybody go. Lass jeden los, wenn andere dadurch gesegnet werden. See you tomorrow. Bis morgen!